Wenn du Themen vermeidest. Du hast doch Angst, darüber zu reden. Also Ich habe keine Angst, ey. What the fuck? Was? Leute, jetzt mal. ja, das ist sowas von wahr. Türken beschreiben den Weg, auch wenn sie ihn nicht wissen. Ach scheiße. Sorry, Alter. Ich hab so bald. 5, 4, 3, 2, 1. Leider Gottes. Voll überfordert. Ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast. Ja. Türken beschreiben ihren Weg, obwohl sie es nicht wissen. Ja. Ja, okay, ja, stimmt. Eigentlich müsste ich auch davon sein. Komm rüber. Dieser Drang, ich muss ihm jetzt helfen. Ja, genau. Ich habe keine Information, ich weiß nichts, aber irgendwie ich werde ihm einen Weg zeigen. Einen Weg zu zeigen ist was Gutes. Ja. Ich sag immer, ich gebe ihm eine Richtung vor und dann fragt dort nochmal jemand. Ja. Man ist eher so stolz, oder? Dass man nicht zugeben kann, dass man irgendwie... Es ist eine grundsätzliche Problematik. Ich weiß es nicht, gibt es nicht. Ja, ich glaube, ich stehe einfach nur aus Mitleid. Ich weiß es nicht. Aber was ist, wenn du es wirklich nicht weißt? So, sagst du dann so, ja, geh trotzdem mal da in die Richtung? Man schickt ihn gibst du dann zu, du weißt es nicht? Man schickt ihn irgendwo hin, wo man ihm auf jeden Fall helfen kann. Zu einem dichteren Ort, wie wenn du irgendwo vor die Straße bist, zum Hermannplatz. Gebt ihr zu, dass ihr den Weg nicht wisst? Selten. Nee, gar nicht. Selten. Kommt zu, also kommt vor. so. Nee. Wenn ich keine Lust habe, ja. Wenn die Leute das sehen, ne, die werden uns nie wieder nach dem Weg fragen. Türken heiraten ihre Cousins und Cousinen. Alter. 5, 4, 3, 2, 1. What the fuck? I have to admit. Was? Sorry, nein. Warte mal, du hattest auch gerade radikale Aussagen. Ja, aber es war nicht meine. Türken heiraten ihre Cousins? Soll ich ein Beispiel geben? Ja, gib ein Beispiel. Meine Eltern sind Cousinen. Meine Eltern sind Cousinen. Meine Eltern sind dritten oder vierten Grades Cousinen. Okay. Wir haben, Meine Tante hat seinen Cousin. Bei dir auch? Ich schweige wie ein Grab. Ey, wir sind tickende Zeitbomben genetisch, wir müssen aufpassen. Also wir dürfen da nicht so nah ran. Aber ich bin halt gesund. Das ist echt so. Ich denke, genug Beispiele. Ein so großes No-Go meiner Familie. Ein sehr großes. Pah. Nee, auch ein No-Go. Ja. Würde ich ja auch nicht machen. Würde ich auch nicht machen. Ich auch nicht. Aber Meine Eltern sagen auch so, das war keine Sache, über die man dann so nachgedacht hat, sondern man heiratet halt Leute, die man kennt. Und das ist so ein kleines Dorf, da hat man halt so 100 Leute und irgendwie sind ja eh schon alle miteinander verwandt. Genau. Und Ja, vielleicht bei der älteren Generation, aber jetzt die jüngeren Ja, jetzt- Generationen, ne? ja, jetzt- Ja, wieder so. jetzt nicht, aber ja. Türken leben nur von der Sozialhilfe und gehen nicht arbeiten. 5, 4, 3, 2, 1. wie viele Jobs habt ihr? Fast schon unverschämt die Frage, ne? Eigentlich so. Also das ist schon, Regierung arbeitet überwiegend. selbst mein Opa sagte immer, studiere, arbeite, mach was aus deinem Leben. Also keiner sagt, chill auf dein Leben und Ja. Vor allem mit unserer Geschichte als so Gastarbeitergeneration hat man ja natürlich auch diese Gesinnung, ey, wir müssen irgendwas reißen. So, Ja. so Ja. seit das waren Arbeitstiere. krass. So. Keiner hat gesagt, chill. Ich studiere Vollzeit und habe 3 Jobs. Also. Und. Geht gar nicht zeitlich. Darf ich anzweifeln, Thema? Also wir lehnen vehement ab, Dankeschön. Ja, Ja. diese Nein. Aussage. Ja. Türken fahren alle BMW. 5, 4, 3, 2, 1. Ich hasse BMW. Oh mein Gott. Die kann nicht blinken. So ein Klischee. Die kann nicht blinken, die kann nicht parken, die können hupen. Da hupe ich auch. Mercedes, oder? Ja, Mercedes, ja. Ich wüsste gerade nicht, welcher meiner türkischen Freunde ein BMW fährt. Ja. Airbands. Benz, ja, Benz. Aber da, wo ich wohne, also Sonnenallee, ist wirklich so, dass die ganze Straße voller BMW-Fahrer ist. Aber das sind keine Türken. Also Genau. meistens sind es andere Nationalitäten. In meiner Umgebung, alle, die einen fetten Wagen haben, ist ein Benzer. Mein Lieblingsauto ist, gibt es vielleicht Tesla. Das würde ich gerne holen später. GLS 7-Sitzer, man braucht Platz. Range Rover Sport.
Ich hätte nur Lieblingswagen, wäre ein Audi. Also. Ich würde BMW nehmen. Warum stehst du hier? Mercedes auf jeden Fall. Alfa Romeo. Okay, das heißt, das Klischee Benz würde eher zutreffen? Ja. Türken fahren gerne Benz. 5, 4, 3, 2, 1. Setzt sich durch. Er meinte Alfa Romeo. Ja, also. Okay, Ja, Benz kann ich schon eher zustimmen. Achso. danke, ich wollte es nur sehen. Türken hören gern melancholische Musik. Geil. Ja, Mann. 5, 4, 3, 2, 1. Oh mein Gott. Ich höre keine melancholische Musik. Erzähl von deiner Popmusik, bitteschön. Nein, auch keine Pop, ich höre so eher Rock. Wow, ACDC? Nein, türkischer Rock, aber so melancholisch, ich finde das so langweilig, so ich ritze mich gleich auf. Was Oder bist du von Adeline? Nein, ich hasse das. Ich hasse. Ich habe Bekannte, die kaum eine Beziehung haben oder noch nie eine Beziehung und trotzdem ziehen sich diese Musik rein. So, mir geht's voll schlecht. Und dann, selbst wenn sie eine Beziehung haben, und selbst wenn es eine glückliche ist, hören sie es trotzdem. Das ist viel gute Musik, muss man nicht sagen. Aber ja, ich höre sehr gerne einfach diese Sache. So, wenn es passt, passt es. Auch wenn der Bezug nicht da ist, ist einfach wunderschön. Naja, wir sind Nee, ich höre es nicht gerne, aber ich kann es bestätigen. Es kann in eine Schlucht reinziehen, auf jeden Fall. Du laberst auch zu viel. Also, Entschuldigung. sorry, aber ich wollte aber nur sagen, dass wir sind ja dann mehr an unseren Gefühlen dran. So, das kenne ich. Wir haben Ibrahim Tatlis, hat er das gesagt? Ja, ich weiß, klar, das ist schon ein Klischee, aber wir sind mehr an unseren Gefühlen dran. So habe ich immer das Gefühl gehabt. Das kann ich bestätigen. Das einzige Vorurteil ist, stimmt. Essen geht immer. Türken bekommen ihren Döner früher und billiger. 5, 4, 3, 2, 1. Wo geht ihr denn Döner essen? In Berlin. Bei uns in NRW ist das nicht so, ne? Nee, stimmt. Nee. In NRW ist das nicht so. Also so oft hat auch der Abel mein Geld nicht angenommen. Ja. Bei uns ist es so, man redet kurz Türkisch und so, du bist Türke. Ja. Klassisch. Oder so, abla sen gel be. Und dann so, abla sen gel. Also, buyur. Abla sen ne istiyorsun? Önümde 10 kişi var. Klassische Nationalitäten-Verbundenheitsding, so, ne? Und dann erfährt man das dort. Und dann die Leute, die keine Türken sind, sind natürlich am Leiden, keine Ahnung. Das ist ja richtig gemein. Also tatsächlich, ich kenne es aus NRW nirgends, dass das so. Also man macht so Witze darüber, aber. Dort sind die Leute herzlicher. Genau, bei uns zahlt jeder das Gleiche. Ihr seid ja beide aus dem Pott, oder? Ja. Ah, okay, guck mal, das ist interessant, Berlin. Ja, die sind alle Berliner hier. Ja. Also das. Ich war die Türkin, die reinkam. das Richtig, wurde als erstes- Ich bin wirklich ein bisschen schockiert. Also das hätte ich echt nicht gedacht. Ich kam rein in den Dönerladen, es war so 23 Uhr und vor mir waren wirklich viele Leute. Und nicht alles waren Ausländer, nicht alle waren Ausländer, das hat man gemerkt. Und dann kam ich rein und dann, aber was willst du? Obwohl so 10 Leute sind vor mir, ich so, ein Döner. Und ich habe es in 2 Minuten bekommen. Ist doch voll ungerecht. Ja, Hat er auf Türkisch angesprochen? ja, auf Türkisch. Direkt. Klären wir diese Missstände eigentlich nach dem Video? Oder? Türken können nicht über Atatürk reden, ohne dass die Fetzen fliegen. Ja, aber 5, Es wird gefilmt ohne Göre. 4, 3, 2, 1. Was? Leute, jetzt mal. Ja, das ist sowas von Alter, wahr. was ist los, Mann? Müsst du auf die Markierung achten. Nee, Also wenn man diese Diskussion aufkommt und es rauskommt, dass ich eventuell nicht der größte Fan bin, dann wird sofort eine hitzige Diskussion angeregt. finde ich nicht. Ich finde, also bei meinem Freundeskreis sind viele nicht und viele schon. Ja. Und wir können wirklich auf einer guten Basis reden, ohne Grenzen zu überschreiten. Nee, man kann den Satz leider Gottes verallgemeinern, indem man sagt, wenn Politik raufkommt und das gehört Ja, eben. wirklich Politik so, bei ist das, Türken also ist so irgendwann kommt schlimm. der Punkt, wo man über Politik redet, dann wird es zumeist hitzig. Aber Ich glaube, wenn die Leute ihre Meinung haben, dann kann man auch sachlich drüber. drei Themen muss man bei Türken vermeiden. Religion, Politik und Sport.
So, wenn du die drei Themen nicht anschneidest. Aber warum stehst du auf der Seite dann? Ja, Ja, weil wir gute Diskussionen führen. nee, weil wir einfach mal mehr Eier haben. Deswegen. Ja, das ist immer wahr. Ich glaube, das ist auch so eine Generationssache. Also ich glaube, wenn meine Eltern hier stehen würden oder meine Großeltern, die würden auch alle auf der Seite stehen. Also ich hoffe, mein Vater sieht dieses Video nicht. Ja. Nee, aber ich glaube, bei uns ist es einfach, dass man halt so offen drüber reden kann, ohne dass es gleich ausartet. Ich sage auch, dass ich diese Politik überhaupt nicht unterstütze und die Person soll es akzeptieren, da ich seine oder ihre ja auch akzeptiere. Ja, genau. Und wir können trotzdem Hand in Hand rumlaufen. Und ich glaube, es gibt nochmal einen riesen Unterschied zwischen türkischen Türken und Deutsch-Türken. Wie ist es bei türkischen Türken? Also in der Türkei, ihr habt diese Diskussion, wie ist es da? Das ist noch. Du meinst witzig. Da würde ich eher darüber gehen, zur Wahrheit. Ja. Weil hier hast du diese deutsche Mentalität auch, dass man Diskussionen führen kann, 3 Minuten du, 3 Minuten ich. Also ich vermeide meistens über Politik, über Religion zu reden. Nee. Also da Du vermeidest es? Vermeidest du es? Ja, ja. Warum? Weil da halt so. Das Es Potenzial kann, zum ja Streiten. sein, dass andere eine ganz andere Meinung haben. Vielleicht können sie das nicht respektieren, was ich da sage. Deswegen. Aber ich finde es ist eine schon, Verteidigungsseite. ja, aber ich finde es schon wichtig, dass man darüber reden kann oder. Ne, ich kann ja Gerade darüber bei uns, reden, wenn man- aber ich vermeide halt die Diskussion. Wenn du Themen Du vermeidest. hast doch Angst, darüber zu reden. Also Ich habe keine Angst, aber ich denke nicht, dass es Du immer hast es darüber impliziert. geredet wird und da Schön, immer Diskussionen entstehen. Türkische Familien verhätscheln ihre Söhne. Hätscheln in Beziehung bringen heißt das? 5, 4, 3, 2, 1. Safe, safe, safe. Safe. Ich weiß gar nicht, warum ihr da steht. habe ich jetzt nicht erlebt. Mein Bruder ist ja auch älter und mein Bruder musste mit 14 lernen, also hat dann angefangen im Haushalt zu helfen, zu kochen, zu bügeln, Wäsche zu waschen und ich danach im selben Alter. Und ich weiß, dass meine Oma zwar sehr geschimpft hat mit meiner Mutter, also die war richtig sauer, aber nachdem er dann ausgezogen ist zum Studieren, hat sie dann auch gesagt, gut, dass er es damals schon gelernt hat. Also Dass du nicht verhätschelt wurdest? Hähnchen. wahrscheinlich in Bezug auf... Nee, dafür müsste ich auch kämpfen. Ich glaube schon, ja. Okay. Nur in Bezug auf Hausarbeit eventuell. Hat meine Schwester vielleicht mehr gemacht, aber ich würde es jetzt ablehnen, wenn sie sagen würde, du hast gar nichts gemacht zu mir. Das ist dann. Ich habe es bei anderen erlebt. Ich hatte eine Freundin gehabt, die war mit einem Türken zusammen und die waren ja zusammen, die hatten auch ein Kind und da ist er trotzdem zu seiner Mutti gegangen, sie hat ihn halt wirklich gefüttert, so, weißt du? Und das war ein bisschen abtörend für mich. So. Ich kenne eine Mutter hier in Berlin, die hat 3 Söhne und sie zieht die Socken von ihren Wie Söhnen alt an. sind Die Söhne sind 25, 23 und 19. Ja, aber was glaubst du, wie viele machen das von den Türken? Ja, Naja, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht so viele. Aber meine Oma hat es für ihren Sohn gemacht und meine Mutter macht es auch bei meinem Bruder. Ich glaube nicht, dass türkische Familien ihren 25-jährigen Kindern die Socken noch anziehen. Naja, die Familie, die ich kenne. Das wage ich. Hätte ich mir den Traum nicht ausmachen können. Warum werden die Mädels nicht verhätschelt? Türkinnen dürfen keinen deutschen Mann heiraten, Türken aber deutsche Frauen. 5, 4, 3, 2, 1. Was, im Ernst jetzt? Ja. No, meine Schwester hatte zweimal, oder nee, einen. Jürgen heißt der, ist der Beste. Das war mein deutscher Schwager. Aber Jürgen. Jürgen? Jürgen hat Ja. Also, kenne ich nicht. Und bei mir ist auch schon Kann ich auf die andere Seite? Ja. Warum her, mein Schatz? Zum ersten Teil stimme ich auf jeden Fall zu. Bei mir wäre das, also nicht meine Meinung, ne? Also was meine Eltern denken würden oder meine Familie, nein, auf keinen Fall. Ich kenne keinen in der Familie, also eine Frau mit einem Deutschen geheiratet hat oder ein Mann mit einem Deutschen. Ja, also ich glaube, das liegt auch an der Familie. Ja. Also das ist auch so ein bisschen kulturbedingt, sag ich mal. Also grundsätzlich im tiefsten Innern, wir wissen, es ist dumm. Ja, also ich stehe ja nur wirklich so, dass es halt bei mir so ist, also in meiner Umgebung. Aber ich finde es auch natürlich nicht, ich bin auf keinen Fall der Meinung, Hauptsache Muslime. Ja, bei mir auch. Ja. Interkulturell bringt Schwierigkeiten so, aber wo die Liebe hinfällt. Warum bringt es Schwierigkeiten? Naja, man hat Bezug zu den Eltern und dann kann
kann er, sie die Sprache nicht oder kennt dies und das nicht und dann will er es so und so haben. Das führt einfach zu Problemen, zwangsweise. Ich glaube nicht, dass das zu Problemen führt. Das ist anders. Das ist einfach eine Sichtweise. Also man kann das auch als Bereicherung sehen, wenn man einen Menschen in der Familie hat, der aus einem anderen Kulturkreis kommt. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Mentalitäts- und Einstellungssache. Du hattest vorhin gesagt, Hauptsache Muslime. Das heißt, wenn der Deutsch muslimisch wäre, wäre es auch in eurer Familie okay? Nein, leider. Nein, also für mich wäre es okay, aber nicht in meiner Familie. Warum? Das ist halt so. Ich weiß, Das ist die ältere Generation. ich glaube, ich habe nicht so eine große Diskussion hier mit denen darüber geführt, aber ich höre schon so ab und zu mal hören, es wäre gut, wenn er ein Türke wäre. Ist schön, Ich glaube, das liegt auch daran, dass man Vorurteile gegenüber Deutschen hat. Ja. Ja, bei den Türken halt. Ne? Ja. Stopp für ein neues Video. Das war die Folge Wahrheit oder Vorurteil Türken. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Vorurteile habt gegenüber Türken, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann wird euch noch besser gefallen die Vorurteile gegenüber Deutschen. Hier oben. Und hier unten geht es in die Funkwelt. Ja, und hier ist das Wichtigste, ein Abonnement. Hier gibt es ein Abonnement. Sehr gut, Dankeschön. Güle güle.